Heute soll es um ein Thema gehen, das aus meiner Sicht in Zeiten des Wandels, so wie jetzt, sehr wichtig ist. Wie sehr kümmerst du dich um dein Seelenheil? Was tust du mit deinen Ängsten, mit deinen Süchten und Ähnlichem? Und wie kann dir dein höheres Selbst beim Lösen dieses Themas helfen? Lass mich beginnen mit einer kleinen Geschichte, die jetzt ungefähr 15 Jahre zurückliegt. Ich war damals eingeladen zu einem dienstlichen Jubiläum eines Psychotherapeuten, der dazu etwa 40 Leute eingeladen hatte, unter anderem auch ein paar skeptische Berufskollegen. Vielleicht fragst du dich, worum ging es denn? Es ging um das Familienstellen nach Bert Hellinger. Und dieser Psychotherapeut wurde von Bert Hellinger selbst höchstpersönlich ausgebildet. Und er hatte sich ein Thema gewählt, das ein kollektives Trauma für ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen hier in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt darstellt, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Und so waren die Stellvertreter, SS-Leute, Witwen, Waisen, Männer und Frauen, die direkt oder indirekt mit den Kriegsgeschehnissen zu tun hatten. Und er hatte etwa 40 Leute eingeladen, weil er wusste, für diese Aufstellungsarbeit braucht er ungefähr 30. Das Verrückte war, im Raum, den er angemietet hatte, war am Ende kaum noch Platz. Immer mehr Gäste kamen und kamen, sodass sich das Ganze ein bisschen verzögerte. Ich glaube, am Ende waren es ungefähr 120 Menschen in diesem Raum. Und es war unglaublich, wie so viele Jahre nach Kriegsende all die Gefühle, all die Dramen, all die Traumata dieses Krieges in den Menschen, die als Stellvertreter fungierten, noch präsent waren. Und als am Ende, nach einer wirklich relativ langen Zeit, die ganzen Konstellationen aufgelöst waren und einer gewissen Heilung unterzogen worden waren, naja, da brauchten wir alle erstmal Luft und Raum und es blieb kein Auge trocken. Warum sage ich das? Unser Seelenheil, das Seelenheil jedes einzelnen Menschen macht etwas mit seinem Umfeld und damit mit dem großen Ganzen. Stell dir vor, du wirfst einen Stein ins Wasser, er schlägt Wellen und die breiten sich aus. All das andere Wasser ringsherum, du kennst es aus dem Physikunterricht oder von deinen Spielen als Kind, hat Auswirkungen. Insofern ist aus meiner Sicht jeder Einzelne nach dem Motto, wenn jeder vor seiner Tür kehrt, ist gekehrt genug, zu 100% verantwortlich dafür, dass es ihm selbst gut geht. Denn geht es ihm gut, geht es auch dem gesamten Umfeld gut. Vielleicht sagst du jetzt, hat mit mir nichts zu tun, ich habe Krieg nie erlebt, ich auch nicht, aber meine Oma, meine Oma hat sogar 2 Weltkriege erlebt und erzählt was von Kohlrübenwinter, Inflation, von Reibesuppe. Meine Mutter hat nur mal andeutungsweise davon erzählt, dass sie ausgebombt waren und im Luftschutzkeller eingesperrt, in dem die Luft immer stickiger und dünner wurde. Solche Dinge stecken uns als kollektives Trauma in den Genen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, es ist Vergangenheit, das habe ich doch längst abgehakt. Ich sage einfach nur, vergiss es. Schau dir deine Ängste an und schau dir deine Süchte an, die du vielleicht hast. Ich zähle mal ein paar auf. Angst vor dem Krieg, der jetzt gerade ist. Mein Großvater ging auf Hamstertour, um ein paar Kartoffeln für seine Familie herbeizuschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie sieht's jetzt aus mit dem Hamster?
Warum sind im Supermarkt häufig die Regale leer oder nicht so gut gefüllt wie sonst immer? Hm? Wie sieht es aus mit Drogen? Und mit bei Drogen meine ich nicht nur harte Drogen, da meine ich auch Alkohol, da meine ich Frustessen, da meine ich Arbeiten bis zum Abwinken, da meine ich Netflix, Fernsehabende 3, 4 Stunden und länger. Ich habe nichts gegen Vergnügen und Spaß, überhaupt nicht. Aber wo fängt vielleicht doch Sucht an? Und jede Sucht, auch Social Media Sucht, ist Flucht vor dem wahren Sein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, verdammt nochmal, ja, das eine oder andere trifft auf mich auch zu. Wie komme ich da raus? Hinter jeder Angst, hinter jeder Sucht, hinter jedem negativen Gefühl steckt ein hinderlicher Glaubenssatz. Nach meiner Erfahrung aus Coachings und Seminaren mit Tausenden von Teilnehmern. Und die beste und leichteste Art, an deine Glaubenssätze heranzukommen und sie aufzulösen, ist es, wenn du regelmäßig meditierst und dich in deinen Meditationen mit deinem höheren Selbst, mit dem Universum, mit der geistigen Welt, mit Gott oder wie immer du es bezeichnen möchtest, verbindest. Wie das geht, habe ich mehrfach auf diesem Kanal schon beschrieben. Das verlinke ich auch hier unten drunter nochmal. Und ganz speziell und umfänglich findest du es in meinem neuen E-Book und Taschenbuch. Wie Selbstcoaching gelingt, mit Intuition und 7. Sinn deine Seele zum Leuchten bringen. Zum Leuchten bringen hat was mit dem Bild, was ich auch schon mehrfach bemüht habe, zu tun, der Salzkristalllampe. Das Leuchten der Birne in der Mitte entspricht dem Leuchten deiner Seele. Und wenn du dir die Salzkristalllampe anschaust, dann ist da der Salzkristall ringsherum dein Glaubenssystem. Und da, wo das Salz besonders fett und dick ist, sodass überhaupt kein Leuchten hindurchkommt, da gilt es etwas zu tun. Oder schau dir einfach an, wo dein Leben sich nicht rund und stimmig anfühlt. Da kommst du auch dran an deine behindernden Glaubenssätze. Ich hoffe, das Ganze nützt dir etwas. Ich freue mich auf deine Kommentare, wünsche dir von Herzen das Allerbeste beim Umsetzen des Ganzen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.